Ich kriege jetzt dann den millionsten Klick. Ah, ja? So. 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 Soll ich dich noch ein bisschen, ne? Bei dich bei, genau. Was? Achso, ja. Halt einmal ein dynamisches Propagandaschild. Eieiei. Was gibt's da? Oh, Sternchen. So. Leider, es steht nicht drauf, der Sozialismus wird und muss siegen, das habe ich mir verkniffen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen unrealistisch. Wir hoffen, stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Ja, aber immerhin, anyway. Gut. Also, willkommen. Willkommen im Internet. Im Internet. Und es gibt die Kritikdesign-Lesung Nummer 5. Geht gleich los. Heute die ewigen Kinder der pervertierten Märkte. Das Bild sind Kampfroboter, die lustig um sich schießend die Front stürmen und drunter steht bildtypisch kleine Männer in ihren SUVs in neufreiheitlicher Eintracht. Die ewigen Kinder der pervertierten Märkte. Das Problem ist einfach, die Menschen verharren mittlerweile in ihrer Kindheit bzw. der Pubertät. Die konsumfaschistische Wirklichkeit macht aus den Individuen eine Art Marktsoldaten, Einkaufen als Kampf, Konsum als Arbeit. So, welcome to the Kritikdesign reading. Today's article is called The Eternal Children of Perverted Markets, and it comes with a picture. May I please? Thank you. And the caption reads, "Typical little men in their SUVs playing for neoliberal United. The eternal offspring of the perverted markets. The problem is simple. These days, people refuse to grow up. The reality of consumer fascism turns individuals into some sort of warriors of the market. Shopping is a battle, consuming is a job." Die Erwachsenen dieser Gesellschaftsform nutzen Dummheit und Ignoranz als Überlebensstrategie und Ausrede. Wie bei ca. 6- bis 16-Jährigen ist das Ego durchweg der hauptsächliche Wahrnehmungshorizont. Bei Kindern wird dies durch die Eltern abgedämpft, diese sind quasi in das kindliche Ego mit integriert. Bei erwachsenen, dauerpubertierenden Konsumsoldaten aber gibt es diese Eltern als Regulativ nicht. Bei den großen Konsumkindern ist das eigene krankhaft übersteigerte Ich-Gefühl die einsame, alleinige Wahrnehmungsbühne. Aus der Frustration über das Nicht-Mitspielen der vielen anderen, die auch in dieser tödlichen Dauerkindheit gefangen sind, ergibt sich eine permanente Unzufriedenheit, die wiederum mit mehr Konsum bekämpft wird. Die vermeintliche Freiheit der Märkte ist die Basis aller Unzufriedenheit. Diese falsche Freiheit braucht das Unglück als Akkumulationsmedium. The grown-ups in our society use stupidity and ignorance as both a survival strategy and an excuse. As is the case for 6 to 16-year-olds, their scope for perception is limited to themselves, which in the case of children is kept in check by their parents, who, as it were, are an integral part of the child's ego. For the perpetual adolescent adults, on the other hand, this counterbalance does not exist. In the oversized child consumers, their own pathologically exaggerated sense of self is the only platform for perception. The frustration about the fact that all the other children in the playground, equally trapped in perpetual infancy, don't want to play along results in
in a permanent state of unhappiness. This is then compensated by consuming even more. The supposed freedom of the markets is the foundation of all unhappiness. This false freedom uses misery as a medium of accumulation. Trotz Massenmord im Computerspiel oder im Großleinwand 3D-Kino, trotz sexueller Aufladung von allem und jedem mittels Alltagsporno in Werbung und geschwollenen Automobilen in Billigluxusstädten kann dieses pubertäre narzisstische Unglücklichsein nicht beendet werden. Noch mehr mit scheinbarem Glück aufgeladene Fetische müssen verkonsumiert werden, ohne je wirklich zu befriedigen. Diese klassische Suchtkonstellation in ihrer ganzen destruktiven Qualität wird in unserer Gesellschaft freier Markt genannt. Die Aufmerksamkeitsstörungen, die in der frühen Entwicklung des Menschen durchaus ihren pädagogisch-biologischen Zweck haben, werden in der erwachsenen Konsumfaschistenwelt zum alles umfassenden Problem. Anders dargestellt, wenn der 17-jährige Rechtsuniversitätsprofessor mit Schlägerbrille eine Straftat von Gewalttätern initiiert, um seine persönlichen Gefühle, egal welcher Art, zu befriedigen, dann ist eine vernünftige Zivilisation nicht mehr möglich. Heutzutage ist es eine durchaus gängige Rechtspraxis. Despite the slaughter of millions in computer games and in widescreen 3D, despite making everything sexually charged with everyday porn from advertising and the tumescent cars in our Jeep Deluxe cities, this adolescent narcissistic unhappiness has no end. Even more deities that promise happiness are to be worshipped without ever really redeeming us. This classic addiction situation, with all its destructive qualities, is what our society chooses to call the free market. Such attention deficit disorder, which does have its biological function in early mental development of an adolescent person, becomes an all-encompassing problem when applied to the world of grown-up consumer fascism. Put differently, when a 70-year-old university professor in FBI agent glasses induces ruffians to commit a violent act just to make himself feel better, without regard for the consequences, decent civilized society is no longer possible. The survival of the fit, oh, sorry, no. Go ahead. War ein Regiefehler. Ja. Danke, Regie. Der natürliche Wettbewerb, wie wir ihn aus dem Tierreich kennen, wird so auf die menschliche Gesellschaft zurückübertragen. Der Rückschritt dieser Entwicklung geht über Jahrhunderte. Zwischen mörderischen, mit religiösen Psychosen infizierten Kreuzrittern, die Menschen schlachtend gegen Süden zogen, und mörderischen Konzernen, die marktreligiöse Psychosen nutzen, ganze Gesellschaftsschichten global vernichten, ist nur ein einziger Unterschied. Die Opferzahlen sind heute höher und das Leid ist medial aufbereitet, noch einmal an die Konsumkinder verkaufbar. Der Markt des authentischen, echten Leidens und Sterbens war noch nie so groß. Dem müssen wir als Menschen Widerstand entgegensetzen, wollen wir nicht selbst zu kranken, wahnsinnigen Kindern verkommen. Demokratie hat nichts mit jeder darf zu tun, sie ist auch keine Neidmechanik, die dem Gefühl, Hauptsache die anderen haben nicht mehr wie ich gehorcht. Genau wie bei der Freiheit geht es erst einmal um Gerechtigkeit und die kann man nicht kaufen, auch wenn die Rechtsanwaltsindustrie unserer Tage Gegenteiliges suggeriert. Wie wäre es zur Abwechslung einmal mit Erwachsenwerden, Denkversuche wagen, die SUVs wegschmeißen, Blondierungen auswachsen lassen und einfach nur glücklich sein als erster Akt des Widerstandes. The survival of the fittest, as we know it from the animal kingdom, is thus
reassigned to human society. This backwards development has been going on for millennia. From marauding crusaders driven by religious delusions, heading south on their way to hack people to death, to murderous corporations that instrumentalize market religious delusions to annihilate entire strata of society, there is only one difference. The number of victims is much higher today, but the suffering that is caused can, once it has been run through the media machine, be marketed back at the consumer children. There has never been such a market for authentic, real-life death and suffering. We as human beings need to resist this if we don't want to end up as sick and crazy children. Democracy is not a question of anything goes, nor should it be ruled by a mechanism for envy that reinforces the sentiment of other people better not get more than I do. Just as with liberty, it is first and foremost about fairness and justice, which, despite what the legal profession seems to be suggesting these days, cannot be bought and sold. Why not grow up for a change? Why not try new ways of thinking? Give away your SUV, let your hair be the color that it is, and just be happy. So, das war der erste Text, der hat ja mit der Demokratie mehr oder weniger oder der Nicht-Demokratie geendet. Der zweite Text ist ein eher kurzer Text jetzt. Der ist entstanden am 9. November, das war der Tag mit der. Na, mir fällt jetzt der Name nicht ein, jedenfalls dieser amerikanische Präsident, der jetzt da rumspringt, gewählt wurde. Und der Text heißt, Demokratie weiterentwickeln, nichts wäre leichter als das. Es gibt wieder ein Foto dazu. Sattsam bekannter Seitenscheitel aus der deutschen Geschichte. Und darunter steht, Bild, auch dieser Massenmörder-Seitenscheitel wurde 1933 demokratisch gewählt. Los geht's. Die Amerikaner, letztlich alles nur ein paar hundert Jahre alte Inseleuropäer und die Nachkommen der gegen ihren Willen verschleppten Sklaven aus Afrika, haben gewählt. Und heraus kam das, was man bekommt, wenn man eines der rückständigsten Wahlsysteme der Welt hat und glaubt, das wäre Demokratie. Wahlmänner. Was ein Wildwest-Unfug aus mörderischer Vorzeit. So the next text was written on the November 9th, 2016, after You Know Who became number 45. And again, it has an image, may I? Which has a caption that says, "This mass murdering haircut also came into power in a democratic election." And the title is, "Take Democracy Further? What would be easier than that?" The American people, ultimately nothing more than a bunch of Europeans from a few hundred years ago, and the descendants of African slaves abducted against their will, have chosen, and the result is exactly what you get when you have one of the most backwards voting systems and believe that to be democracy. The Electoral College? A pile of Wild West nonsense from a bygone era. US-Wahlbehörden melden am 9.11.2016, Clinton gewinnt nach Allzahl der Stimmen. Sie erzielte 47,7% der Stimmen, Trump 47,5%, also knapp 200.000 Stimmen weniger. Bei der Endauszählung kam heraus, dass das blonde Haarteil um 2 Millionen letztlich weniger Stimmen hatte als Hillary Clinton. Trump fielen jedoch 289 der entscheidenden Wahlmänner zu
von den Klienten nur 218 für sich verbuchen konnte. The loser takes it all. Die Demokratie, wie wir sie kennen, ist endgültig an ihre Grenzen gestoßen. Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Retronazis, religiöse Fanatiker aus dem Christen- und Muslimenlager, durchgeknallte Milliardäre allerhand andere schauerliche Gestalten schicken sich an, die Welt in Stücke zu reißen. Dies alles geschieht im Namen von Demokratie oder mittlerweile auch schon wieder im unsäglichen Namen Gottes oder sonstiger pathologischer Fantasien. Sind wir Menschen beinahe über Nacht komplett verblödet oder gehen wir den spalteten Strategien der wirklich mächtigen, aber unsichtbaren wahren Lenker des Weltgeschehens auf den mehr als offensichtlichen Leim? The US Electoral Commission announced on November 9th, 2016, Clinton wins the popular vote. She received 47.7% of the votes, 47.5. About 200,000 less. Eventually it turned out to be 200 million fewer. Trump, however, gets 289 votes in the Electoral College, as opposed to Clinton's 218. The loser takes it all. Democracy as we know it has finally reached its limits. Conspiracy theories, tinfoil hat wearers, retro Nazis, religious fanatics from among both Christians and Muslims, crazy billionaires, and all sorts of other scary figures are poised to tear the world into smithereens. All this happens in the name of democracy, or these days, again, in the name of God or any other pathologies. Have we humans gone loopy completely overnight? Or are we failing to move, or are we falling for the more than obvious divisive strategies of those truly pulling the strings of world affairs behind the scenes? Mag sein, dass wir denen auf den Leim gehen, aber es ging ja auch anders. Demokratie kann sich auch unter Bedingungen von freien, globalisierten, aber räuberischen Märkten weiterentwickeln. Das wäre nicht wirklich kompliziert. 3-Stufen-Programm schwebt mir davor. Am Anfang müsste überlegt werden, ob Legislaturperioden von 4 Jahren zielführend sind. Vielleicht wären 6 bis 8 Jahre besser. Dafür aber mit digital gestützten Zustimmungsabfragen sollte bei der einmal jährlich stattfindenden Internet-Anfrage das Zufriedenheitslevel der Bevölkerung ein noch festzulegender Schwellenwert unterschritten werden, kommt es automatisch zu Neuwahlen. Damit wäre Machtmissbrauch der langen Legislaturperiode ausgeschlossen. Die Verfassungen der einzelnen Nationalstaaten müssen zwingend abgedatet werden. Der Unfug aus mörderischer Vergangenheit muss da raus. Teile von Deutschlands Verfassungen könnten durchaus als Beispiel angesehen werden. Maybe, but there is another way. Even under the conditions of free and globalized yet predatory markets, democracy could evolve further. That wouldn't really be that difficult. A starting point would have to be asking the question if a legislative period of only 4 years is really a good idea. Maybe 6 to 8 years would be better, but with internet-based surveys of approval at regular intervals. If the annual survey results show an approval rating of below a certain, yet to be determined threshold, that would automatically result in an early election. This would make abusing such long legislative periods very difficult. The constitutions of the not for much longer nation states will clearly have to be updated. The idiocies from bygone ages have to be thrown out. Parts of Germany's constitution may well serve as a role model.
Das Wahlprozedere